Was soll das denn jetzt wieder? Siehst du das hier? Das schneit jetzt wieder. Nein. Ich weiß, das sieht doch ein bisschen komisch aus, ne? Aber nützt ja nichts. Wir müssen, irgendwie müssen wir da durch. Ach, also, dass wir das auch noch in das so später Stunde. Sag mal, das ist aber blöd, dass die nicht da sind, wa? Ja, ich weiß auch nicht. Also, wir haben jetzt ja oft genug geklingelt, ne? Irgendwo muss auch ja Feierabend sein. Wir können ja dauernd da. Nee, das nicht. Die haben ja gesagt, die sind zu Hause. Ja, aber nützt ja nichts. Was soll man mal vorher machen? Jetzt müssen wir sehen, ob wir irgendwie um. Das ist aber auch fix kalt jetzt, wa? Die Flocken sind richtig dick. Ja, das ist so. Dicke Flocken. Richtig dicke, schöne, fette Flocken. Und das ist dann arschkalt, dann ist das wieder glatt. Dann können wir uns nicht... Aber du Klaus, weißt du was? Wir fahren jetzt am besten nach Hause und dann machen wir uns einen schönen lecker Tass Tee. Ja, dann machst du den Kamin eben an und dann können wir uns schön gemütlich ins Wohnzimmer setzen und dabei schön ein bisschen Fernsehen gucken. Ja, Anneliese, das ist was Richtiges. Mensch, schön Krimi kommt bestimmt gleich. Ach, du mit deinen neuen Krimi. Ja, was ist denn sonst auf dem Fernseher drauf, außer die alten scheiß Talkshows und so? Da will ich auch alle gar nicht gucken. Nee, aber Krimis. Ja, das ist ja noch interessant, ne? Wenn der Kommissar dann da auf die Suche geht, ne? Und dann den Täter dingfest macht, das ist schon eine interessante Sache so, ne? Teilweise doch echt kribbelig alles, ne? Ja, kribbelig. Oh, kribbelig. Oh, ich schlafe mal ein dabei. Ja, du hast auch keinen Sinn für Krimis, weißt du? Das ist nicht dein Ding. Das ist also, du bist ja immer diese alle Liebesfilme gucken, da schlaf ich bald, du. Dann kann ich ganz so schnarchen gleich, du. Ja, das merke ich. Gerade zu Film kann ich wieder nichts mitkriegen, weil du dagegen anbrüllerst. Ja, du, das ist nun mal so, ne? Ein Mann muss schnarchen können, das ist so. Wenn er schläft, dann fängt er an zu schnarchen. Das ist vergleichbar. Das kann man ganz schnell vergleichen mit einer schönen Katze, weißt du? Hä? Mit einer Katze? Ja, das kann man damit vergleichen. Weil die Katze, wenn die zufrieden ist mit allem so drumrum, ne? Wenn das warm ist und mullig ist und sie da ein bisschen gekrault wird und so, ne? Und sie sich einfach wohlfühlt, der Kater und die Katze, ne? Ja, was dann? Ja, dann ist das so, dann fängt er an zu schnurren. Dann brummt er vor sich hin, weißt du? Der Kater, der brummt dann so, der schnurrt. Ja, der schnurrt. Ja, und wenn ein Mann dann auf dem Sofa liegt und der hat das dann so mollig warm und so, weißt du, dann fängt er auch an zu schnurren. Ja, dann fängt er an zu schnarchen, weißt du? Das kannst du doch noch gar nicht mit vergleichen. Eine Katze, die schnurrt. Das klingt so ein bisschen so leise. Und das schnurrt so. Das merkt man dann, dieses kleine. Aber wenn du da auf dem Sofa liegst, dann ist das kein Schnurren mehr. Dann ist das ein Brummen. Ja, du siegst ja den ganzen Wald ab. Da kriegt ja kein Halt, man versteht ja gar nichts mehr. Man muss das Fernseher schon auf das Lauteste machen. Ja, und wenn du dann... Und dann ist das bei dir, wenn das dann auf dem Lauteste ist, ne? Dann hörst du wo was und dann hast du kurz einen Moment Aussetzer und dann bist du wieder dabei. Und komischerweise bist du immer lauter. Du fängst immer an lauter zu werden, wie das Fernsehen dann in dem Moment, weißt du? Und das ist ein bisschen komisch. Ich mach das lauter, du bist auch lauter. Ich mach das leiser, du bist leiser. Ja, Anneliese, das ist ganz einfach zu erklären. Du musst uns ja so vorstellen. Der Mann, der jetzt da so am Schlafen ist, nicht? Der schläft ja tief und fest.
und der hört dann ja irgendwelche Geräusche. Und da der aber ja am Schlafen ist und auch weiter schlafen möchte, brummt er dagegen an, damit er sein eigenes Geschnarche höre, weil dann fängt er nämlich an, sich so im Schlaf zu wiegen, weißt du? Dann schläft man so ein bisschen mit seinem eigenen Gebrumme. Klaus, deine Erklärungen, die sind ja richtig, man kann fast schon sagen, niedlich, ne? Glaubst du denn wirklich, dass das alles stimmt? Mega glaube ich das, auf jeden Fall. Weißt du, wenn so ein Mann sich so hinlummelt und dann, das ist alles zu erklären. Das Schnarchen ist eine Wohltat des Mannes, weißt du? Und das ist wirklich so, ehrlich. Das habe ich auch mal gelesen irgendwo. Ja, wo hast du das denn gelesen? Klaus, da kannst du mir doch gar nicht erzählen, sowas. Ja, du kannst doch nicht sagen, du kannst doch nicht vergleichen, das Schnarchen eines Mannes ist genau das gleiche als das Schnurren einer Katze. Ja, die Katze, das ist leise, ja, das ist angenehm. Ja, das Schnarchen eines Mannes, das ist störend. Ja, das hat doch nichts mehr mit angenehm zu tun. Ja, aus der Sicht des Mannes schon, nicht? Das ist dann sehr angenehm so, ne? Und das ist klar, wenn man dann so Nebengeräusche hört, dann fängt man an, das Ganze ein bisschen zu überpowern, weißt du? Dann muss man einfach im lauter schnarchen, damit man sich wieder in Schlaf wandeln kann, ne? So, man wiegt sich dann im Schlaf, das Ganze, ne? Das ist normal. Ach, Klaus, also, das kannst du nicht selber glauben, sowas. Das ist, okay, machen wir das anders, ne? Du schnarchst weiterhin, ne? Und die Katze, die schnurrt weiterhin, ne? Aber vergleichen kannst du das nicht. Och, das sehe ich ganz anders. Also, ich finde, ich und die Katze sind genau dasselbe, nicht? Ja, und wie kommt das denn, dass unsere Katze andauernd flüchtet, wenn du loslegst? Wieso? Wie loslegt? Ja, wenn du da liegst und in deinem 7. Himmel bist, wie du dann so schon sagst und dich wohlfühlst auf dem Sofa, wenn es warm wird, weißt du? Dann flüchtet die Katze. Was? Unsere Katze haut dann ab? Ja, die geht woanders hin. Die hält das ja gar nicht aus. Ach, die Katze verrät mit die fällt mir in den Rücken? Ja, das tut die. Ach, das ist gut, dass ich das weiß, Anneliese. Weil jetzt ist vorbei mit der Sonderration von Milch und so. Das gebe ich dir jetzt nicht mehr. Wieso? Da kann die doch jetzt nichts für. Ja sicher, sie verrät mich ja. Sie haut ja ab. Ich dachte, wir haben eine vernünftige Bindung, die Katze und ich. Ja, aber nicht über den Schnarchen. Das Schnarchen, das ist störend, Klaus. Ehrlich, das ist wirklich störend. Ja, man kann ja gar nicht richtig, man versteht ja auch nichts mehr. Nee, so schlimm ist das doch gar nicht. Was sicher? Vom Fernsehen kriegt man nichts mehr mit. Und das Schnurren der Katze höre ich dann auch nicht mehr. Das ist alles mit deinem Schnarchen übertönt. Ja, und das ist auch, ich finde, das ist auch, glaube ich, eine Krankheit schon, ne? Und das Schnarchen ist eine Krankheit? Also bitte, ey, das ist doch keine Krankheit, Mensch. Also da musst du die Kirche mal im Dorf lassen, nicht? Also welcher Mann schnarcht dann nicht? Das gibt doch fast gar keiner, der nicht schnarcht. Umso älter, umso schlimmer, ne? Das meine ich ja. Ja, umso älter, umso mehr Power ist dahinter, oder was? Mann, das ist doch Quatsch. Aber sicher ist das so, wenn wir schnarchen, wir Männer fühlen uns dann halt geborgen und wohl, weißt du? Dann ist ja auch gleich für dich was Tolles, weißt du? Dann ist doch gleich ein Zeichen, dass ich mich wohl bei dir fühle, weißt du, Anneliese?
Ja, okay. Da hast du 1:0. Aber trotzdem, Klaus, stört das. Ja, aber können wir uns denn nicht so einigen, dass ich weiter schnarchen darf? Und du kannst dann deine Liebesfilme gucken. Und weißt du, wie wir dann alle im Griff kriegen, dass wir uns beide wohlfühlen dabei? Nee, Klaus, das weiß ich nicht. Ich habe bei Thomas Philips oder von Thomas Philips, das ist die Marke da, Philips, habe ich ich darf ja keine Werbung machen, aber ich scheiß da jetzt einen drauf. Ich habe da bei Telepoint, habe ich das gesehen. Das ist ein Kopfhörer, den steckst du da rein im Fernseher und dann hast du kein Kabel mehr. Das läuft alles über Funk, weißt du? Und dann tust du den Kopfhörer auf, dann hast du deinen Liebesfilm direkt auf beide Ohren, Stereo. Und ich kann dann in Stereo schnarchen, weißt du? Und ich bin für mich dann wohl, bin beruhigt und du fühlst dich wohl, weil du ja nur noch den Film hörst. Mein Geschnarche ja nicht mehr, ne? Ach, dann sitze ich da abends, gemütlich bei einer Tasse Tee. Ein offenes Kaminfeuer, weil ich ja schon gar nicht mehr höre, weil ich ja die dicken Kopfhörer aufhabe. Und dann gucke ich mit den dicken Kopfhörer gucke ich dann Fernsehen. Weißt du? Klaus, kannst du dir das bildlich vorstellen, wie das aussieht? Und wie das dann zu machen ist? Weißt du, dann, ich höre ja sonst nichts mehr, außer nur da was auf den Ohren ist. Ja, aber das willst du doch. Du willst doch den Fernseher hören. Du willst doch nicht mich hören. Ja. Nein, aber alles andere will ich doch hören. Ich will doch hören, wenn er so ein bisschen raschelt, wenn der Kamin so ein bisschen knistert im Kamin. Ja, das will ich doch mit. Ich will doch nicht komplett doof auf die Ohren sein. Ja, du bist ja nicht komplett doof auf die Ohren, aber du hast dann eben nur auf die beiden Ohren deine Stereo, weißt du? Und dann kannst du doch dich darauf auf den Film konzentrieren, während ich dann im 7. Himmel da die Wälder platt mache, ja? Ja, Klaus, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Ich krieg Kopfhörer und du darfst weiter schnarchen. Du fühlst dich wohl wie die Katze. Ja, und dann passt das schon. Alles klar, machen wir so, wa? Ja, ist das jetzt sarkastisch gemeint? Nein, ist nicht sarkastisch. Das ist aber albern. Entschuldigung, krieg ich noch eine Tasse Tee? Ja, schenke ich dir gleich ein. Dankeschön, Anneliese.